Willkommen zum neuen Video. Willkommen Modellbahnfreunde. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, heute der normale Bastel-Alltagswahnsinn. Ihr werdet gleich sehen, um was es sich alles handelt. Vielleicht hat es der ein oder andere im Thumbnail schon ein bisschen erkannt, der die ganze Zeit das verfolgt. Es soll heute vor allem um diesen Bereich hier gehen. Alles, was so um die Bushaltestelle Richtung Bahnhof sich wandelt, und ich sage danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Zusehen. Da möchte ich euch doch etwas mitnehmen auf meine Basteltour. Und ja, hier hat sich einiges geändert. Mal schauen, wie viele Bilder ich jetzt noch im Laufe mache, die kann ich euch dann einblenden. Ich möchte hier so ein paar Asphaltflicken habe ich hier eingeführt, wie ihr hier vorne seht. Das gefällt mir schon ganz gut. Ich habe mit den Faller-Markierungssachen gearbeitet, mit denen ich am Anfang nicht so klar gekommen bin. Auch mit diesem Stift, man muss ihn leider sehr oft nachspitzen, aber ich muss sagen, gerade wenn man mit den Schablonen arbeitet, ich habe es gestern mal versucht mit normaler Revell-Farbe, war schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen, ist alles etwas vermatscht, also die Pappe logischerweise ist nicht dafür gedacht, selbst wenn du sie fest anpresst, dass es geht, aber in der Kombination Stift dieser, ja, weiß ich gar nicht, was das ist, Paper, Glas, Plastik, Metall steht da, ja, ich glaube, das ist so ein ja, Kreide ist das falsche Wort. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was es ist. Das ist wie so eine Art Kreide. Man muss dann eben schauen bei den Rückständen hier, dass man das auch wieder absaugt, weil wenn da so kleine Bröckel rausfliegen und die sich festdrücken, dann verschmiert das auch hier direkt wieder auf dem Asphalt. Also bedarf ein bisschen Nacharbeit, weil man logischerweise das Weiß direkt sieht. Aber mittlerweile bin ich ganz zufrieden. Hier oben beim Bus, man kann es jetzt quasi gar nicht sehen, weil es eine ganz kleine schwarze dünne Linie ist. Hier soll noch ein Radweg her, der bis hier hinten, ich drehe euch mal, wenn ich den drehen kann, der bis zu diesem Weg hier führen soll. Und hier jeweils soll es hinten, wo jetzt die weiße Farbe steht und ich mit dem Stock bin, nochmal der Übergang zu dem Wanderweg hier oben gehen. Den werde ich präparieren, nämlich genau mit diesem Holz, was ich hier habe, um mir jeweils besser eine Gerade bauen zu können, um das Ganze ein bisschen in die Landschaft einzubetten. Macht man ja mit so Wegen dann im Endeffekt auch, die so ein bisschen angeschüttet werden. Hier hinten, jetzt muss ich euch wieder schwenken, hier im oberen Bereich bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie ich den Weg führen werde, ob ich ihn hier irgendwie so oben lang führen werde oder hier unten lang, aber da wird es dann schon wirklich steil, also da muss ich dann noch mit irgendeiner Hangabsicherung so in der Form arbeiten, was glaube ich auch ganz schick aussieht, wenn man da ein bisschen mit einer kleinen Mauer arbeitet. Um ihn dann hier final, hier hinten würde ich ihn oben durchführen. Hier hinten im Eck, tatsächlich nach hinten wird es dann auch wieder sehr steil. Also ich glaube, ich muss dann hier oben auf die Höhenlinie gehen. Die alten Bäume hier, das sind sowieso noch die fast allerletzten Überbleibsel alter Bäume der Anlage. Die werde ich dann wahrscheinlich ersetzen. Und so tüftel ich gerade hier an dieser Ecke. Weitere Sachen sind das Beleuchten des Schattenbahnhofs, also Licht in den Schatten zu bringen. Das ist auch gerade noch eine Aufgabe, nachdem ich gestern etwas verzweifelt bin an meinem Steuermodul. Und ich würde sagen, das switchen wir jetzt gleich mal hin. So, da ist das Corpus Delicti. Wie gesagt, das ist das zweite Steuermodul, was ich einbaue. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wie ich das erste Lichtsignal in Betrieb genommen habe. Da hinten ist der Block. Hier unten habe ich Licht gesetzt, auch an anderen Stellen. Ich sehe gerade, dass hier vorne, aus welchen Gründen, hält auch
nicht so richtig, das ist gestern immer runtergekommen, aber der Rest hält, selbst klebend. Ja, und hier sind die Einzeichnungen wie immer eigentlich sehr gut gemacht. Bloß wir schalten ein. Mein Signal funktioniert mittlerweile auch soweit. Wir sehen, es leuchtet hervorragend. Ich kriege es aber nicht geschalten. Mittlerweile habe ich Licht. Und ich sehe, ich habe das gestern Abend installiert. Die selbstklebenden scheinen auf Holz leider nicht ganz so gut zu halten. Ja, macht nichts. Weiter unten habe ich mir auch Licht gesetzt. Also hier muss ich nochmal dran arbeiten. Leider finde ich nicht alles wie auf den Einzeichnungen, weil das hier aufgrund der doppelten Position der Gleise übereinander baulich auch nicht anders möglich war. Und ihr seht, die hier sollen weg. Und dafür kann ich hier richtig schön in den Schattenbahnhof gucken. Also hier drinnen habe ich schon welche ersetzt. Da werden noch einige weitere folgen. Ja, und so habe ich natürlich auch betrieblich eine sicherere Situation. Das Schöne ist wirklich, meine Anlage ist sehr gut vorbereitet. Ihr seht, überall ist der Strom da. Also ich muss das dementsprechend nur umbauen. Wir sehen jetzt hier eine kleine Lampe, die abgeklemmt ist, eine kleine Birne, die werde ich dann bei Gelegenheit mal noch ausbauen. Aber grundsätzlich ist die Infrastruktur vorhanden und hier vorne ist natürlich jetzt etwas dunkel. Ja, hier scheint Licht rein, also man kann es ein bisschen erkennen, aber da sollen auch noch die LED-Streifen hin. Die habe ich hier. Die habe ich vor Jahren mal erworben. Die sind eigentlich dazu da, um Wagen zu beleuchten, aber ja, viel zu hell, selbst wenn man da mit Mehrfachdioden arbeitet. Das ist, weiß ich nicht, ich glaube, ich würde behaupten, die Mitfahrer, wollte ich sagen, die Fahrgäste, die werden geblitzdingst, wenn sie das mitbekommen. Ja, kommen wir doch wieder zurück. Ihr seht, in der Zwischenzeit habe ich hier ein bisschen vorgearbeitet, weitergemacht. Hier kommt mein Wanderweg hin. Das sieht jetzt sehr merkwürdig aus, aber der dient mir als Orientierung. Also die Hölzchen haben ja eine gewisse gerade Fläche, die mir auch reicht von der Breite her. Und jetzt ringsrum werde ich das ein bisschen anmodellieren. Und so entsteht hier mein Wanderweg, den ich vermutlich hier hinten hinter der Birke lang führen werde und dann oben auf dem Höhenkamm weiter. Weil hier vorne, das würde keiner bauen. Also werden wir den so hier ansetzen und hier vorne möchte ich ja noch einen Fußgängerüberweg. Das habe ich schon mal gesagt. Und jetzt sieht man vielleicht auch etwas die schwarzen Streifen des Radwegs, der hier auf der Seite hier lang führen soll, um den Verkehr da ein bisschen zu entzerren, weil alle wollen ja zum Bahnhof vor. Hier vorne haben wir dann wie so eine Art kleinen Vorplatz auf der Seite, weil hier hinten ist ja Sackgasse. Wie ich das mit dem Übergang mache, ob ich da den Bahnübergang nehme, da bin ich mir noch nicht so sicher, also wo quasi auch die Fußgänger drüber sollen, oder ob ich hier noch einen Übergang baue, den ich auch habe. Der liegt in einem meiner zigtausend Kartons. Bin ich mir ehrlicherweise noch nicht ganz so sicher. Ja, das ist das, auf was ich jetzt auch gerade so ein bisschen Bock habe. Die Ausgestaltung hier, ich habe jetzt die Lampen hier nochmal rausgenommen, die schön, die bekommen auch schon, also die werden demnächst elektrifiziert und ich würde sagen, was ihr dann als nächstes seht, es sind einfach nochmal ein paar kleine Einfahrszenen mit dem Zug Richtung Busbahnhof. Ja, hier vorne soll es dann weitergehen, also im Moment konzentriere ich mich hier so auf die Ecke. Da habe ich auch im Moment Bock drauf, eben das Beleuchten unter der Anlage passiert parallel und auch die Steuermodule, dass ich hier mal wieder
Also ich meine, hier vorne konnte ich ja durchfahren, aber dass ich einfach auch mal wieder eine komplette Runde fahren will. Ich habe auch Ideen für was so im Fahrbetrieb ich euch wieder zeigen möchte. Aber jetzt im Moment gibt es erstmal Bastelvideos, viel Grundarbeiten. Aber ich denke, Schritt für Schritt sehen wir ein wenig Fortschritt. Es braucht halt einfach seine Zeit, damit es dann auch ein bisschen ansprechend aussieht. Ja, und eben wie eingangs schon gesagt, mit dem habe ich mich angefreundet. Man muss nur wissen, wie. Ich denke, das Ergebnis ist ganz okay. Was heißt ganz okay? Es ist okay. Ist nicht super perfekt. Ich sehe ich habe mir andere Sachen angeguckt von dem einen oder anderen Modellbahner, dem deutschsprachigen YouTube-Kanal, die das nochmal eine Runde geiler machen. Aber heißt ja nicht, dass ich das nicht vielleicht auch nochmal irgendwie überarbeite. Im Moment bin ich zufrieden, so wie es ist. Denke, sieht ganz gut aus. Es ist auf alle Fälle so, wie ich es mir vorgestellt habe, wie es mal werden soll, ganz von Anfang an. Und ja, schreibt es in die Kommentare, was ihr noch so habt, was euch in den Sinn kommt, was man hier noch mit einbringen kann. Also Lichter kommen ja hier drauf, das ist alles schon geplant. Landschaftlich wird verfeinert. Hier der Bahnsteig, das wird natürlich auch noch dementsprechend angepasst werden. Das hatte ich gesagt, also hier vorne dieser braune Übergang, das bleibt alles nicht so. Das soll natürlich einheitlich werden, da werde ich jetzt dran arbeiten. Hier vorne der Lokschuppen, dass das einfach mal diese gesamte Ecke hier mit allen Details, die Zäune, möchte ich hier welche herbringen, dass die Leute hier nicht einfach rüberlaufen. All solche Sachen, das wird jetzt Stück für Stück folgen. Das wird im Großen und Ganzen nicht viel den Unterschied machen. Das sind Arbeiten, die brauchen seine Zeit, wenn man im Detail arbeitet. Für mich sind das so Yoga-Arbeiten, die mir sehr viel Spaß machen, die ich gerne mache. Und ja, dann im Großen und Ganzen kann man sicherlich später mal den Fortschritt sehen, gerade wenn ich anfange hier das zu begrünen, mit Bäumen noch zu besetzen, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Wobei ich jetzt schon sagen muss, mit dem Gras dahinter, das macht natürlich dann immer ein Stück weit mehr aus. Sieht dann einfach alles etwas realistischer aus. Die Haptik kommt zum Vorschein. Und so hangeln wir uns hier von Kleinbaustelle zu Kleinbaustelle im Moment. Inklusive der Großbaustellen. Da hoffe ich dann, dass der ein oder andere Kollege nochmal kommt, dass wir dann auch ein bisschen ja, Menge machen können. Also Menge in Bezug auf die ganzen Weichenantriebe hier tauschen. Steuermodule mal gesamt tauschen. Hier hinten habe ich das Signal schon deinstalliert. Hier, das gab es ja auch mal. Das ist so jetzt der nächste Punkt, um da weiter zu gehen. Und dann fehlt mir als letztes dieses hier, wo ich abschließen muss, damit der Kreis wieder komplett befahren werden kann. Ja, und da werde ich jetzt die nächsten Wochen dran arbeiten, halte euch auf den Laufenden. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Spätsommer und hoffe, ich konnte euch motivieren, so langsam wieder in die Saison zu starten. Also, jetzt würde ich sagen, haben wir noch ein paar Fahraufnahmen parat von hier dem neuen Abschnitt, der immer weiter wächst. Und ich sage jetzt schon mal Danke fürs Zusehen. Und übrigens hier hinten ist es auch weitergegangen. Machen wir dann nochmal hier eine Aufnahme. Das werde ich dann auch noch mit aufnehmen. Nicht wundern, die 2 Signale bleiben hier nicht. Das hintere Fiesmann ist nur zum Probieren da, um zu sehen, ob alles funzt. Das wird nicht final dort bleiben. Da werden die Alpha-Modell-Signale reinkommen. Jetzt sage ich Danke fürs Zusehen, fleißig kommentieren, liken, abonnieren, wer es noch nicht gesehen hat. Und wer das erste Mal hier ist, würde ich mich freuen, wenn er wieder einschaltet. Und auch wenn es vielleicht nicht H0 oder N ist, aber vielleicht ähnliche Leidenschaft für Landschaftsbau und recht vorbildhafte Gestaltung, würde ich mich freuen, wer hier bleibt und den Kanal abonniert und in Zukunft nichts verpasst. Also vielen Dank, bis bald und jetzt ein paar Fahraufnahmen. Ciao!